Wir befinden uns bei den Maasai in Tansania, genauer gesagt in Mgora, einem kleinen Dorf tief in der Maasai-Steppe, etwa 10 Busstunden entfernt von Dar es Salaam, der größten Stadt des Landes. Die Maasai sind eines der bekanntesten indigenen Völker Afrikas. Sie leben im Süden Kenias und in Tansania und sind bekannt als Rinderhirten und Krieger. Die Maasai leben in einer engen Gemeinschaft. Die Familien sind meist groß. Jede Familie wohnt in einem sogenannten Boma, einem mit Ästen eingezäunten Bereich, in dem sich die Häuser und die Tiere der Familie befinden und der Schutz vor wilden Tieren bietet. Im Zentrum des Bomas, ebenfalls durch Äste geschützt, befinden sich die Rinder, Ziegen und Schafe. Für die Maasai sind ihre Rinder die wichtigste Lebensquelle und auch Einkommensquelle zugleich. Sie werden gegen anderes Vieh oder Geld eingetauscht. Dieser Bereich, in dem die Rinder leben, ist für die Maasai ein besonderer und heiliger Ort. Hier finden wichtige Zeremonien wie zum Beispiel Segnungen statt. Gleich daneben, mit Ästen abgetrennt, leben die Ziegen und Schafe. Ein kleines Mädchen zeigt uns ein typisches Maasai-Haus. Von den Frauen gebaut, aus Holz und mit Lehm und Kudung verputzt, sind sie einfach, aber funktional. Kudung ist ein ausgezeichnetes und natürliches Baumaterial, das seit Generationen aus vielen Gründen verwendet wird. Unter anderem fühlen sich die Maasai somit verbunden mit ihren Rindern und es hilft auch, die Häuser wasserfester zu machen. Es trocknet schnell und ist dann auch völlig geruchlos. Im Haus brennt fast immer ein Feuer. Es dient zum Kochen, aber sorgt auch in den kalten Monaten für Wärme. Die Betten sind einfach konstruiert. Ein Holzgestell, gepolstert mit etwas Stroh und bedeckt mit einem Kuhleder. Je nach Größe der Familie teilen sich hier bis zu 10 Familienmitglieder ein Bett. Regale bieten Platz für Tassen und Kannen und oft gibt es ein zweites Bett oder Stauraum auf der gegenüberliegenden Seite. Auch in der Steppe wird auf Sauberkeit geachtet. Der sandige Boden wird täglich mit einem Besen aus dünnen Ästen gekehrt. Es ist Zeit, die Rinder zum täglichen Grasen vorzubereiten. Sie werden zunächst vor den Boma gebracht, bevor sie von den älteren Kindern oder jungen Kriegern zu den Weidegründen geführt werden. Oft laufen sie kilometerweit und werden erst am Abend wieder zurückkommen. Danach sind die Ziegen und Schafe an der Reihe. Die jüngeren Kinder, ab etwa 5 bis 6 Jahren, führen sie zusammen mit den Kälbern zum Grasen, nicht weit entfernt von zu Hause. Die Maasai kommunizieren mit ihren Tieren durch Pfeifen. Verschiedene Töne geben den Tieren Signale, ob sie weitergehen, stehen bleiben oder zurückkommen sollen.
Währenddessen versammeln sich auch die Männer vor dem Boma und unterhalten sich. Die Sprache der Maasai ist das Ma. Dazu getrunken wird eine heiße Tasse Chai, Schwarztee, aufgekocht mit Gewürzen wie Zimt, Nelken und Kardamom und frischer Milch. Die Maasai-Männer sind bekannt für ihre langen Beine, ihre roten Tücher und ihre hohen Sprünge. Sobald ein Maasai-Junge durch die Beschneidung zum stolzen Krieger wird, tragen sie ein Messer mit sich, einen Rungu, eine Art Schlagstock und einen langen Stab zum Hüten der Tiere und zur Verteidigung von Schlangen und kleinen Tieren. Dieser Stab wird von Hand aus einem speziellen Holz geschnitzt. Er wird zunächst im Feuer etwas angekohlt, um die Rinde leicht zu entfernen. Dann kann er zur Perfektion geschnitzt und gebogen werden. Nachdem sich jeder mit Chai gestärkt hat, machen sich die Kinder und Krieger daran, die Tiere nun zum Grasen zu treiben. Mehrmals die Woche werden die Rinder zum Fluss geführt, um zu trinken. Dort warten viele Herden darauf, an die Wasserstelle zu gelangen. Die Männer treiben ihre Herden nacheinander zum Wasser und dann wieder zurück. Die Rinder haben einen enorm hohen Stellenwert bei den Maasai. Sie erkennen jedes ihrer eigenen Rinder unter all den vielen anderen und wissen auch, zu welchen Familien die anderen Rinder gehören. In der Trockenzeit ist der Fluss fast ausgetrocknet und die Maasai müssen tiefe Löcher graben, um an das Grundwasser zu gelangen. Meist sogar doppelt so tief als in diesem Jahr. Mit Muskelkraft schöpfen sie Eimer für Eimer und füllen damit die Tränke der Rinder. Sobald eine Herde genug getrunken hat, machen sie Platz für die nächste. Auch die Frauen begeben sich mit Eseln, bepackt mit Kanistern, mehrmals pro Woche zum Fluss, um Wasser zum Kochen, Trinken und Waschen zu holen. Wenn kein Brunnen in der Nähe ist, laufen sie je nach Jahreszeit und Trockenheit zwischen 1 und 4 Stunden für einen Weg, um an eine Wasserstelle zu gelangen. Währenddessen bereiten die anderen Frauen im Boma das Mittagessen vor. Das Hauptnahrungsmittel ist Ugali, ein fester Brei aus Maismehl. Die Maasai bauen ihren eigenen Mais an, trocknen ihn und mahlen ihn zu Mehl. Zur Zubereitung wird das Maismehl mit Wasser vermischt und in einem Topf, eingeklemmt zwischen Steinen und Wurzeln, über dem Feuer zu einer festen Masse gekocht. Dazu wird Gemüse wie Kartoffeln, Tomaten oder Bohnen serviert. Männer und Frauen essen getrennt. Das Ugali wird in den Händen geknetet und als Löffel verwendet, um das Gemüse aufzunehmen.
Dazu trinken die Maasai frische Milch. Nur zu besonderen Anlässen essen sie Ziegen- oder Rindfleisch und trinken das Blut des frisch geschlachteten Tiers. Oft wird das Blut aber auch aus der Halsvene eines Rindes direkt abgezapft und es wird nur so viel entnommen, dass das Rind ohne jegliche Probleme weiterlebt. Das Blut gilt als wichtige Medizin und gibt ihnen Stärke. Nach dem Mittagessen wird weitergearbeitet. Die Wäsche wird von Hand mit Wasser und Seife gewaschen und wird dann zum Trocknen auf Büsche und Sträucher aufgehängt. Nach getaner Arbeit sitzen die Frauen gerne zusammen, während die Kinder spielen. Sie stellen Perlenschmuck her, wie zum Beispiel Armbänder, Ketten oder Fußbänder. Zeit, in der sie reden, sich austauschen oder zusammen singen. Die Kinder schauen gespannt zu oder spielen. Hier dient auch mal ein abgenutzter Motorradreifen als Spielzeug. Wenn der Abend naht, kehren zuerst die Kälber, Ziegen und Schafe nach Hause zurück. Sie werden sicher in den Boma zurückgebracht. Kurz darauf folgen die Rinder. Die Wiedersehensfreude zwischen Mutterkuh und Kalb ist groß. Wie jeden Morgen und Abend beginnen die Frauen nun zu melken. Gemolken wird immer von der rechten Seite. Dabei lehnt die Frau ihren Kopf direkt an die Kuh. Diese traditionelle Praktik wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Sie zeigt die tiefe Verbundenheit und den Respekt gegenüber der Kuh. Und der gewohnte Ablauf gibt dem Tier Sicherheit. Die Milch wird in Kalebassen aufgefangen, getrocknete und ausgehöhlte Flaschenkürbisse, die von den Frauen mit Perlen schön geschmückt werden. Während die Sonne langsam untergeht, überprüfen die Männer täglich, ob alle Rinder sicher vom Grasen zurückgekehrt sind. In der Maasai-Gemeinschaft hat jedes Familienmitglied eine wichtige Rolle im Alltag. Zusammen meistern sie jeden Tag und jede Herausforderung aufs Neue. Gemeinsam